Sehen Sie, mit dem Motorrad in 15 Tagen durch 10 Länder. Im Teil 5 fahren wir nun in 2 Tagen von Zabeljak über Mostar nach Trebunje. Wir fahren heute leider bei widrigem Wetter von unserem Hotel Polarstar über die Domitor-Panoramastraße bis zur Grenze nach Bosnien-Herzegowina am Pivskosi vorbei und weiter nach Mostar zu unserem Hotel Villa Maidan, das direkt in der Altstadt von Mostar gelegen ist. Bevor es losgeht, feiern wir jedoch einen Geburtstag mit einer extra für Christine gebackenen Sachertorte. Bei Schneetreiben beladen wir unsere Motorräder und starten auf der Panoramastraße im Domitor Nationalpark. Leider können wir heute kein Panorama genießen, denn der Domitor Ring ist mit seinen 80 Kilometern die schönste Panoramastraße von Montenegro. Das Domitorgebirge ist ein sehr kompaktes Bergmassiv mit einigen Gipfeln über 2000 Metern Höhe und die Höhe bekommen wir heute mit den unangenehmen Temperaturen bei leichtem Schneefall zu spüren. Wir müssen allerdings in engen Serpentinen die kleine Bergstraße 14 am Bobotov-Kuk nach Trsa fahren, um ohne große Umwege in Richtung Pivskosi zu kommen. Bobotov-Kuk ist übrigens mit 2522 Metern der höchste Berg des Domitor-Massivs. Offiziell wird er damit auch als höchster Gipfel Montenegros geführt. Vor jeder Kurve hoffen wir, dass die Straße nicht durch ein Schneefeld versperrt ist. Es heißt, Augen zu und durch. Trotz Pinlock-System ist das Helmvisier ständig beschlagen. Wir müssen immer wieder anhalten, um den Helm zu reinigen. Die Straßen sind besser als vermutet zu befahren. Der Thermometer zeigt mittlerweile nur noch Temperaturen im einstelligen Bereich. Auch der Nebel nimmt zu. Aber solange die Straßen frei sind, kommen wir im zweiten Gang ganz gut voran und erblicken dann endlich auch unser Zwischenziel, den Pivskosi.
Der Pisco Jezero ist ein Stausee im Nordwesten Montenegros und ist der größte Stausee des Landes. Die Piva wird etwa 3 Kilometer nördlich der Ortschaft Mratinje durch die von 1971 bis 1976 errichtete, 220 Meter hohe Mratinje-Talsperre aufgestaut. Der Stausee ist an die 33 Kilometer lang, nimmt eine Fläche von 12,5 Quadratkilometern ein und ist bis zu 188 Meter tief. Wir fahren nun weiter an den Grenzübergang von Montenegro nach Bosnien-Herzegowina. Bei Christine kontrolliert der Grenzbeamte besonders gründlich. Wir fragen uns schon, ob es irgendwelche Probleme gibt. Nein, dem Grenzbeamten ist aufgefallen, dass Christine heute Geburtstag hat. Er reicht ihr die Hand und gratuliert ihr. Wieder ein Beispiel dafür, wie freundlich die Menschen hier sind, und man versteht nicht, dass hier von 1992 bis 1995 ein Krieg tobte. Das Schild ein paar hundert Meter weiter, das auf Landminen hinweist, erinnert uns wieder an den schrecklichen Krieg von vor circa 30 Jahren. Zum Glück hat es nun aufgehört zu regnen. Kurz nach der Grenze kehren wir ein, um einerseits die nassen Regenanzüge abzulegen und andererseits etwas Mittag zu essen. Wir fahren weiter in den Nationalpark Sutjeska und kommen an einer Statue, die außergewöhnlich imposant und beeindruckend in der Landschaft installiert ist, vorbei. Die Gedenkstätte ist den Soldaten und Partisanen gewidmet, die 1943 in der Schlacht von Sutjeska im Zweiten Weltkrieg starben. Hohe Treppen führen zum Denkmal am Hang, das zwei abstrakte Blöcke aus dunkelgrauem Zement zeigt. Die Schlacht von Sutjeska, eines der schwierigsten und blutigsten Kämpfe des vierwöchigen Partisanenkrieges unter ihrem Anführer Josip Tito, brachte viele Gefallene. Die Schlacht gilt als Symbol für die Befreiung Jugoslawiens gegenüber Nazi-Deutschland aus eigener Kraft ohne die Hilfe der Roten Armee.
Die Route führt uns weiter bis nach Mostar, der größten Stadt von Herzegowina. Wir fahren direkt in die Altstadt in unser Hotel Villa Maidan ganz in der Nähe der berühmten Brücke Stari Most. Der Hotelmanager hat uns bereits direkt vor dem Hotel Parkplätze reserviert. Und welch eine Überraschung beim Öffnen unseres Hotelzimmers. Er hat Christine zum Geburtstag das Zimmer wunderschön dekoriert und eine Obstschale mit frischem Obst als Willkommens- und Geburtstagsgruß bereitgestellt. Nach dem Duschen nehmen wir gerne das Angebot des Hotelmanagers an. Er möchte uns seine Stadt Mostar zeigen und uns durch die Altstadt führen, denn Mostar hat einige Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten zu bieten. Von der berühmten Brücke von Mostar, genannt Stari Most, bis zu den Moscheen. Die Westseite ist übrigens überwiegend bosnisch-kroatisch, während die Ostseite des Flusses die bosnisch-muslimische Seite bildet. Vor dem Krieg, berichtet unser Reiseführer, haben alle unterschiedliche ethnische Gruppen friedlich zusammengelebt. Es gab auch einen gemeinsamen Fußballverein. Heute hat jede ethnische Gruppe seinen eigenen Stadtteil und seinen eigenen Verein. Im Bosnischen Krieg erfasste der Konflikt das ganze Land und der ethnisch angeheizte Kampf war auch hier in Mostar brutal. Während Sarajevo von den bosnischen Serben belagert wurde, gab es hier Kämpfe hauptsächlich zwischen den bosnischen Kroaten und den Bosniaken, wie die muslimischen Bosnier auch genannt werden. Es war dann die bosnisch-kroatische Armee, die dann die alte Brücke am 9. November 1993 zerstörte. Wir gehen zum Friedensglockenturm und nehmen die 370 Treppenstufen in Kauf, um von ganz oben die tolle Aussicht auf die Altstadt zu genießen. Zurück an der Stari Most erklärt uns unser Reiseführer, dass für die Einheimischen nicht nur ein Bauwerk in sich zusammenbrach, sondern die ganze Welt. Das Symbol des Miteinanders stand nun symptomatisch für die Zerrissenheit einst befreundeter Nachbarn mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund. Nach dem Krieg finanzierten dann Mitglieder der internationalen Gemeinschaft die Rekonstruktion der Brücke in Höhe von 15,5 Millionen US-Dollar und erklärten das Bauwerk zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Brücke wurde mit so vielen Materialien wie möglich aus der Umgebung wieder aufgebaut. Die Bauherren nutzten dabei nach bestem Wissen die ursprünglichen Baumethoden aus der Vergangenheit.
Gefesselt von den vielen Erzählungen und Eindrücke von Mostar fahren wir am nächsten Tag zunächst nach Nordwesten und überqueren die Grenze nach Kroatien. Durch den neuen, mautfreien Tunnel Sveti Ilija geht es weiter bis zur Adriaküste. Auf der kurvenreichen Magistraße fahren wir fast bis Pisak, um dort dann in das schöne kurvenreiche Selina-Tal abzubiegen. Über Split und dem Krka Nationalpark geht unsere Reise bis nach Tribuni in unser Hotel Villa Diana. Unser Hotelmanager und seine Angestellte verwöhnen uns am Morgen mit einem opulenten Frühstück und einem sehr starken Mokka à la Mostar. Wir fahren durch die engen Gassen der Altstadt und weiter auf einer verkehrsreichen Landesstraße in Richtung Grenze nach Kroatien. Durch den Tunnel Sveti Ilija geht es weiter direkt bis zur Adriaküste, die wir dann in Richtung Norden fahren. Vor Pisak verlassen wir die Küstenstraße und fahren in das Tal der Cetina. Der Fluss Cetina ist einer der 3 großen Flüsse Dalmatiens. Er entspringt einer Karstquelle bei einem kleinen Örtchen namens Cetina und mündet bei Omnis in die Adria. Wir werden von dem atemberaubenden wildromantischen Flusstal in seinen Bann gezogen und entdecken eine alte Gaststätte, die zum Verweilen einlädt. Die dunklen Wolken am Horizont verheißen nichts Gutes. Und da ist er,
der Wolkenbruch auf dem Weg in den Krka-Nationalpark. Die Niederschläge sind so heftig, dass wir beschließen, auf direktem Wege wieder an die Küste zu fahren, um unser Hotel in Tribunje aufzusuchen. Das war die richtige Entscheidung, denn in Tribunje scheint schon wieder die Sonne und wir genießen den Nachmittag am Hafen in der Altstadt. Im nächsten Teil fahren wir in 2 Tagen von Tribunje die Küste entlang über Opatija in den Triglav-Nationalpark und weiter in das österreichische Afritz, in ein ganz spezielles Motorradhotel. Mich würde es freuen, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Bleibt gesund und bis dann.